Hallo, ihr Lieben. Wartet mal, jetzt schaue ich zuerst mal mich selber, ob ihr mich gut seht, dass ich da im Bildschirm sitze. Und zwar sitze ich heute ganz bewusst. Ihr hört mich gut? Ja, super. Ja, das muss mal wieder weg. Gut. Heute geht es ja in dieser halben Stunde wieder um unser Thema der Weiblichkeit, von dem Erden, von der Sanftheit, die so wichtig ist in unserem Frausein, dass wir das im Alltag nicht vergessen. Zwischen Struktur, Ordnung, in der Früh aufzustehen und alle unsere Dinge zu erledigen. Das braucht männliche Energie und das ist auch gut so. Wir sollen 50% weibliche Energie und 50% männliche Energie am besten immer im Gleichgewicht halten. Heute möchte ich dir ein wenig von der Wim Hof Methode erzählen. Wim Hof ist einfach ein Mann, ein niederländischer Mann, der seine eigene Methode entwickelt hat, um ein Thema, das nichts Neues ist. John Farrar Kneipp hat ganz viel über Kälteanwendungen, Eisbaden, kaltes Wasser mit den Beinen treten geredet. Wir wissen alle, wie wichtig unsere Gedanken sind, was wir denken, was wir in unserem Herz fühlen und dass das Herz eine viel stärkere Energie hat als unser Kopf. Und es ist auch nichts Neues, dass wir im Alltag sowieso automatisch atmen, aber dass wir über unsere Atmung unser Nervensystem beeinflussen können. Das heißt, wenn du Momente hast von Aufregung, kannst du ganz bewusst den Atem lenken, einige tiefe Atemzüge nehmen und deinem Körper so vermitteln, du bist sicher und geborgen. Das Gleiche kannst du machen, wenn du ganz bewusst ein Lächeln aufs Gesicht setzt und es 1 Minute hältst. Das sagt deinem Gehirn, es ist alles in Ordnung. Und hier möchte ich heute mit dir einen Atemzyklus durchmachen von der Wim Hof Methode. Du findest da auch ganz, ganz viel auf YouTube gratis. Und es sind wirklich Dinge, die du einfach ohne irgendetwas zu brauchen zu Hause durchführen kannst. Prinzipiell besteht die Wim Hof Methode aus 3 Layers, also aus 3 verschiedenen Ebenen. Das ist eben die Macht der Gedanken, Kälte, kalt duschen oder Eisbaden. Es reicht auch, wenn du startest beim Duschen am Ende kalt einzustellen und zum Beispiel nur deine Beine mitzunehmen. Das ist schon mit sehr vielen gesundheitlichen Effekten. Du kannst zum Beispiel die Kniekehlen bewusst mitnehmen, wenn du die Unterschenkel schaffst. Hier ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Venen, für die Lymphe. Und wenn du es schaffst, vielleicht noch bis rauf in die Leiste und die Arme, das schafft jeder. Dafür brauchst du eigentlich keine Überwindung. Und das kannst du in deinen täglichen Alltag mitnehmen. Du musst nicht Eisbaden. Und du musst auch nicht täglich die Atemübungen machen, die ich dir jetzt erkläre, aber du kannst. Und zwar, ich für mich mache das jetzt auch, um das anzuleiten mit einer Stoppuhr. Und wir atmen 2 Minuten sehr, sehr viel. Das heißt, du hyperventilierst. Du kannst, wenn du das alleine machst, entweder auch die Zeit stoppen oder du zählst 20 bis 30 Atemzüge. Die Lungenspitzen gehen wirklich bis hier herauf, bis über die Schulterblätter, umfassen den gesamten Brustkorb bis hier herunten, wo das Diaphragma, also das Zwerchfell, den Brustraum von den Bauchorganen trennt. Die Lungen füllen den gesamten Brustkorb aus. Hier ist dann noch das Herz eingebettet und die Speiseröhre. Sonst hast du hier nur Lungen. Und die wollen bewegt und belüftet werden. Das Gleiche machen wir auch, wenn du im Alltag dich bewegst, wenn du Fenster putzt. Es ist ganz wichtig, dass der Körper in Bewegung kommt. Bewegung und Schnaufen. Zum Beispiel auch als Tipp, einmal am Tag versuchen, ins Schnaufen zu kommen. Und es reicht, wenn du schnell die Stiegen auf und ab gehst oder draußen einen kurzen Sprint hinlegst. Dann pumpt dein Zwerchfell. Und das ist sehr, sehr wichtig, um zu entgiften, um dem Körper zu helfen, den Lymphfluss anzuregen. Was wir jetzt machen ist, du füllst den gesamten Lungenraum. Und die korrekte Wim Hof Atmung geht so. Du atmest zuerst tief in den Bauch, machst den Bauch groß, füllst die Lungen, machst den Brustkorb groß und gedanklich
nimmst du die Luft noch bis in deinen Kopf. Das geht natürlich nicht, physiologisch, oder? Aber du machst noch ein bisschen Überdruck. Das heißt, du kannst jetzt entweder sitzen oder am angenehmsten liegst du sogar, aber bleibt ganz dir überlassen. Ich zeige dir jetzt nur mal im Liegen. Schau mal, dass ich da drauf bin. Du kannst die Beine ausstrecken oder aufgestellt lassen. Ein Atemzug, ein, Bauch, Brust und Kopf. Ich schaue mal, ob man das sieht bei mir, aber ich darf nicht reden. Und zwar aktives, tiefes Atmen, Bauch, Brustkorb, Kopf. Und dann lässt du einfach los. Das heißt, das Ausatmen nicht forcieren, sondern tiefe Einatmung, loslassen. Ist ein Atemzyklus. Wir atmen gemeinsam 2 Minuten und dann atmest du aus, wieder ohne Druck, sondern lässt die Luft entweichen und haltest die Luft an. Und hier passiert jetzt das Magische. Und wir starten einmal mit einer halben Minute Luft anhalten. Das schafft jeder locker. Und wenn du das Gefühl hast, vorher zu atmen, dann atmest du halt wieder ein. Passiert auch nichts. Aber offiziell, also atme aus und halte das so lange, wie du kannst. Und dann gibt es einen Recovery Breath In, also einen Einatmen, einmal einatmen und dann wieder halten. Also tiefes Einatmen und wieder halten, circa 20 Sekunden. Also ich stoppe die Uhrzeit und ich leite dir das an. In der ganzen Zeit, während du atmest, während du die Luft anhaltest, während du wieder einatmest und die Luft hältst, kann es sein, dass du ein Gefühl von Schwindel hast, dass deine Finger oder Zehen wie prickeln, Ameisen laufen, sich zusammenziehen, dass die Temperatur ändert, es wird dir heiß, es wird dir kalt. Es ist alles in Ordnung, du bist immer sicher. Setzen wir jetzt wieder auf zum Reden. Es sind normale Anzeichen, dass dein Körper arbeitet und dass sich das gesamte Blut zu den Lungen zieht und der ganze Körper einfach, du spürst die Hyperventilation. Deshalb ist es am sichersten, du legst dich entweder hin oder wenn du sitzt, achte drauf, zum Beispiel jetzt hier bei mir ist daneben so ein Kastel. Es könnte sein, dass man kurz wegknickt und wie kurz in Ohnmacht fällt, wenn man lang die Luft anhält. Und dann soll man sich nirgends stoßen. Deshalb soll man diese Wim Hof Atmung nicht beim Autofahren, nicht beim Radfahren, nicht im kalten Wasser und nicht irgendwo machen, wo du dich verletzen kannst. Also ich persönlich lege mich immer hin und mir ist das noch nie, auch nicht in einem Workshop, auch nicht mit Gruppen passiert, dass jemand ohnmächtig wird. Falls das passieren sollte, wäre das so, dass man kurz wegknickt und der Körper sofort einatmet als Reflex und man ist wieder da. Okay, aber dafür ist es auch gut, wenn man sich über den Bildschirm sieht. Möchtest du sitzen bleiben? Ja? Ja. Dann starten wir mit einer sanften, weil wir bleiben bei diesem Thema. Das muss jetzt keine Challenge sein, das muss nicht übertriebenes Atmen sein. Wir machen den ersten Durchgang total sanft und probieren einmal nur, wo atme ich überhaupt hin. Und da wirst du wahrscheinlich noch gar keine Symptome haben. Dann machen wir das einmal mit der Atempause und dem Recovery Breath In. Und dann machen wir noch einmal einen Durchgang mit ein bisschen mehr Atmen, aber achte auf deinen Körper. Und dann noch einmal mit der Atempause. Okay? Also jetzt stoppe ich mal die Uhrzeit, 2 Minuten und du atmest. Konzentriere dich mal tief in den Bauch, tief in den Brustkorb und tief in den Kopf und dann die Luft rauslassen wie aus einem Luftballon. Und hier machst du einfach so viele Atemzüge, wie sich ausgehen, dass ich sage, Achtung, jetzt noch einmal ein, dann aus und dann hältst du die Luft an. Und ich mache das jetzt einfach mit. Also, du füllst den ganzen Bauchraum, du füllst den ganzen Brustraum, du füllst quasi den Kopf und lässt los. Und es wird dann wie ein Kreis. Like a circle, sagt der Wim immer. Bauch, Brustkorb, Kopf, ausatmen. Und hier kannst du natürlich wieder Liebe in deinen Körper, Stress loslassen. Liebe in deinen Körper, alles andere loslassen. Füll den Körper mit der schönen Luft. Beim Ausatmen darf alles gehen, was nicht mehr zu dir gehört.
mit Genuss. Tief ein. Noch 2 tiefe Atemzüge. Noch einen tiefen Atemzug. Dann ausatmen und stopp. Und hier hältst du jetzt deinen Atem und spürst in dich hinein. Verwurzle dich mit der Erde und lass Mutter Erde dich umarmen. Fühl dich sicher und geborgen. Und wenn du noch kannst, sind wir bei einer halben Minute. Probier, ob du noch 10 Sekunden länger schaffst. Wenn du einatmen möchtest, machst du das einfach. 4, 3, 2, 1. Hervorragend. Tief ein. Und wieder die Luft halten. 15 Sekunden und jetzt reichert sich dein gesamter Körper mit Sauerstoff an und du spürst, wie dein Herz weit wird und sich dein ganzer Körper überall verteilt sich jetzt das Blut mit dem Sauerstoff wieder. Jetzt sind die 15 Sekunden aus. Atme aus. Und jetzt startest du gleich direkt mit dem nächsten Atemzirkel. Wieder Bauch, Brustkorb, Kopf. Ausatmen. 2 Minuten. Und jetzt ein wenig intensiver. Mach so, dass es dir dabei gut geht und keine Sorge, wenn Tingling, also Ameisen laufen, komische Gefühle in Händen und Füßen, schwindelig sein, es ist alles in Ordnung. Probier wirklich jetzt es zu nutzen, viel Luft in deinen Körper zu bekommen und loszulassen. Tief ein und tief ein. Und loslassen. Ich setze mich jetzt auf, um dich besser anzuleiten und du atmest einfach weiter. Deine Aufgabe ist, Liebe ein in deinen Körper, allen Stress raus. Nimm das Bild, das wir letzte Woche hatten von dem Baum. Du atmest in deine Äste, in deine Wurzeln, in deinen Baumstamm und atmest aus. Wie ein Kreis. Bauch, Brustkorb, Kopf, aus. Das Loslassen, Ausatmen darf immer ganz von selbst funktionieren. Aktives, tiefes Einatmen. Noch 40 Sekunden. Und jetzt probieren ein bisschen mehr. Genau, tief. Wirklich darf hyperventilieren werden. Tief. Loslassen. Wieder tief. Loslassen. Super so. Noch eine halbe Minute. Egal, was du fühlst, lass es sein. Liebe ein, alles andere raus. Dankbarkeit ein, alles andere raus. Noch 10 Sekunden. Tief, sehr gut. Tief, sehr gut. Noch einen Atemzug ein. Ausatmen und hier halten. Und hier verbinde dich mit deinem Herz. Verbinde dich mit der Liebe. Lass das Torusfeld, die Energie um dich herum groß und weit werden. Ein warmes Strahlen in die Welt hinaus. Soweit du das heute fühlst, vielleicht 1 Meter um dich herum, vielleicht 10 Meter, vielleicht mehr, was für dich richtig ist, ist gut. Wenn du einatmen möchtest, darfst du. Wir sind bei 1 Minute, aber bleib, wenn du noch schaffst. Wir versuchen noch 20 Sekunden zu halten. Und wenn du möchtest, kannst du sonst jederzeit einatmen und einfach wieder die Luft halten. 5, 4, 3, 2,
1. Tief einatmen und wieder halten. Spür wieder die Liebe, dieses rot-orange Licht durch deinen Körper fließen. Hervorragend. Richtig, richtig gut. Jetzt atme aus. Und jetzt bleib in diesem Moment der Ruhe. Wir sind jetzt fertig mit unserer Atemübung. Du darfst jetzt gleichmäßig weiteratmen und darfst in dich hineinspüren. Vielleicht lass die Augen geschlossen, egal ob du sitzt oder liegst, und versuch mal mit deinen Händen deinen Körper ein wenig zu fühlen. Streichel sanft über vielleicht deine Beine. Und dann öffne die Handflächen wieder nach oben, leg die Handflächen auf den Oberschenkeln ab oder rechts und links am Boden von dir. Und genieß diesen Raum, der jetzt in dir entsteht. Der Raum, dein Tempel, dein Körper, in dem deine Seele sich wohlfühlt. Und genieß das Atmen. Genieß das Sein. Vielleicht kannst du dir vorstellen, über deine Wirbelsäule hinunter in die Erde noch mehr abzugeben. Überschüssende Energie, überschüssige Energie. Das wie Licht, eine Lichtsäule in den Boden hinein abfließen darf. Und sanft leg deine beiden Hände auf deinen Brustkorb, auf dein Brustbein. Spür dich hier noch einmal selbst. Fühle, wo du bist. Bedank dich bei deinem Körper, bei deinen Lungen, bei dem Blut, das den ganzen Tag durch deinen Körper fließt. Bedank dich beim Universum für dein Sein. Und ganz sanft und langsam darfst du hier wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Wenn du bereit bist, kannst du die Augen öffnen, kannst sie auch noch geschlossen haben. Und vielleicht magst du mal ganz sanft anfangen, deinen Körper zu bewegen, im Sitzen oder im Liegen, einfach ein bisschen Finger bewegen, Arme strecken, Wirbelsäule. Vielleicht magst du kleine Kreise mit deinem Körper machen. Genieß das Haus, den Tempel, den Palast, nicht den Palast, deinen Palast. Die Königin, die du bist, und der Palast, der Tempel ist dein Körper. Dehn dich und streck dich und genieß, egal ob die Augen offen oder geschlossen sind. Vielleicht magst du deine Beine ein bisschen strecken und dehnen. Was sich gut anfühlt, das darfst du machen. Taste noch einmal deinen Körper, egal ob fest oder locker, deine Schultern, deinen Nacken, ganz egal. Was ich gern mache, ist, mich selber so ein klein wenig im Nacken zu massieren, so wie es für dich vom Druck her angenehm ist.
am Ende, wo der Schädel aufhört und die Wirbelsäule hier anfängt. Und dann atme noch 2, 3 Mal ganz bewusst ein und aus. Und bedank dich noch einmal. Ich finde, wir sollten uns den ganzen Tag bedanken bei unseren Körpern, dass die unsere schönen Seelen und die ganze Leistung unseres Gehirns. Unser Körper ist ja nur unser Fahrgestell. Unser Körper ist der, auf den wir gut achten dürfen, damit wir unsere Vision und Mission und alle unsere Wünsche in die Welt bringen. Und durch diese Atemübungen können wir uns ganz einfach zentrieren. Wir tun dem Körper ganz, ganz viel Gutes. Das Blut wird basisch in dem Moment, wo wir diese Atemübungen machen. Es wirkt entgiftend. Es wirkt sich aufs Nervensystem, aufs Hormonsystem aus. Das ist die Atmung. Dasselbe ist das Kaltduschen. Und wie ich am Anfang erklärt habe, du musst dich nicht unter die eiskalte Dusche stellen oder in einen Eissee springen, sondern duschen und am Ende die Beine kalt abduschen, die Arme kalt abduschen. Das hat ganz viel positive Effekte, dass das Blut besser zum Zirkulieren kommt. Und diese dritte Ebene des Geistes, dass wir alles schaffen, das ist ja auch das große Plus, wenn man sich in ein Eisbecken setzt, das schafft jeder. Und jedes Mal steht man vor dem Eis und denkt sich, what the heck, was man da eigentlich tut. Und dann setzt man sich da rein und in den ersten 30 Sekunden will man einfach nur rausspringen, weil sich der Kopf denkt, zu kalt, zu kalt, zu kalt. Und wenn du diesen 20, 30 Sekunden einfach nicht nachgibst und deinem Herz sagst, es ist alles gut, ich bin sicher, ich bin geborgen, dann kommt so viel Ruhe in den Körper. Und genau das brauchen wir im Alltag. In allem Chaos zwischen Kindern, Politik, Nachbarn und keine Ahnung was. Es kommt immer auf dein offenes Herz an und auf das, dass du dir sagst, es ist alles gut, ich bin sicher und geborgen. Vielen Dank fürs Dabeisein.